Leute, ich sehe heute aus wie so ein Iltis. Eigentlich wie gestern. Der Gerold ist gerade gekommen. Die sagen gerade noch ein bisschen Hallo. Und wenn die sich ein bisschen akklimatisiert haben, werde ich denen nämlich auch Hallo sagen. Und das mache ich jetzt mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Fabi, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, hast du Hunger? Und morgens um 9 angekommen und direkt 20 Kilometer wandern gegangen. Ja, grüß dich. Ehrlich, ich sag Hallo. Hallo, guten Morgen. Komm her, Bruder. So, meine Freunde, also herzlich willkommen zurück und vielleicht auch für diejenigen, die mein Usedom-Video 1 gesehen haben, wo ich mit Markus und meiner Mutter war. Vielleicht kennt ihr die Anlage im Hintergrund noch. Viel hat sich nicht verändert, wunderschön, und ich hoffe, dass wir heute mindestens mal die Möglichkeit bekommen, mit einem Boot zu fahren. Also wir checken das jetzt mal aus, scheint auf jeden Fall auf zu sein. So Leute, also tatsächlich mal wieder schwierig mit unseren Spezialvorhaben. Helikopterflüge sind definitiv bis Dezember nicht möglich, weil die Raumfahrzeuge und Hubschrauberdrohnen getestet werden. Dann haben wir gerade erfahren, dass wir Windstärke 4 haben. Hier im Hafeninneren merken wir gar nicht so viel davon. Ich muss zwar gerade meine Hand gegen das Mikrofon halten, dass ihr nicht so viel Windgeräusche habt, aber draußen soll wohl Windstärke 4 herrschen und gestern war Windstärke 7. Bedeutet, die Wellen sind wohl noch relativ stark. Das Boot mit 15 PS würde wohl dagegen ankommen, aber wir würden extrem nass werden, was für mich ehrlich gesagt kein Problem ist. Aber das Team hat gerade entschieden, dass wir das wohl nicht machen. Ich versuche natürlich gleich noch mal ein bisschen dagegen zu reden, aber grundsätzlich wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir dann hier im Bereich unterwegs sein werden. Und schaut mal hier, das Schiff, die Hans Beimler, die kennt ihr noch. Wenn ihr wissen wollt, wie es da drin aussieht, schaut gerne mal mein Video darüber. Und wir gehen jetzt erstmal da drin Kaffee trinken, auch das kennt ihr. Hättest du auch gerne, ne? So, meine Freunde, also wir haben uns jetzt tatsächlich dagegen entschlossen, mit dem Boot rauszufahren. Ist wahrscheinlich vom Sicherheitsaspekt die richtige Entscheidung. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Restaurant im Winter zu benutzen oder im Sommer. Jetzt ist natürlich kein Sommer mehr, es ist ein bisschen kalt, aber wir hatten Glück, die Sonne war da. Auf jeden Fall richtig guter Kaffee und vor allem richtig guter Kuchen. Kaffee und Kuchen. Genau, und wir gehen jetzt nach Peenemünde zu den ehemaligen Startsilos und schauen mal an, was wir da noch alles sehen können. Weil das habe ich im letzten Video nicht gezeigt. Und ich werde auf jeden Fall noch mal wiederkommen, weil ich unbedingt mit euch Helikopter fliegen möchte und ich möchte unbedingt mit so einem Schiff fahren. Ja, nächstes Jahr. Na, Essen. Hast du Hunger? Hey, frisch schon wieder, Leute. So, wir sind jetzt hier am Anfang vom Sperrgebiet und hier verlaufen noch die Gleise entlang und da hinten ist dann der Verladebahnhof. Hast du Hunger? Nee, jetzt nicht mehr. Luftschutz. Ja, das ist das SS-Wachhaus. Gerold, komm. So, hier finden wir wieder Betonfundamente. Und zwar sind das die Reste der Hauptwache oder der Rest der ehemaligen Wache. Und wir können hier noch Teile der Heizung erkennen. Ich würde sagen, das war der Anschluss an das Fernwärmenetz. Und hier, was haben wir hier? Wahrscheinlich der Eingang im Keller gewesen sein. So ein bisschen kann man da reingucken, aber nicht wirklich. So, und das ist das gesamte Gebäude gewesen. Und hier finden wir sogar noch ein paar Steine. Die Hauptwache. Da finden wir
noch die Reste, die Fundamentreste. So, vielleicht war das auch noch mal ein Bahnhof. Wir haben hier auf jeden Fall Schienen und das könnte eventuell für Fahrkarten bzw. für die Einteilung der Zeit gewesen sein. Ihr seht, ich bin kein Bahnfahrer, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Da ist die Hauptwache und wir gehen jetzt mal hier rein. So, meine Leute, willkommen am Prüfstand 5, beziehungsweise das, was noch davon da ist. Hier sind Fahrzeugbaracken. Und das müsste der Wall sein, oder? Vor uns direkt. Das ist der Wall. Da hinten sind weitere Baracken. Aber wir wollen uns natürlich den Prüfstand anschauen. Hier ist 5, also wie du sagst. Ja. Und hier ist 6 davon. Willst du den auch noch sehen? Ah ja, und dann gehen wir. Okay, alles klar. Also wir haben das eingezeichnet, das oberflächlich soll das. So, alles Wehrmachtsgebäude. Also es ist ein Markt. Der Schrott. Wenn du einen Helm aus dem See holst, Alte Straße von der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, bitte. Nein, woanders. So, wir sind jetzt am alten Prüfstand 6 angekommen. Und ihr seht, der scheint gesprengt worden zu sein. Oder aber der ist bei dem Luftangriff zerstört worden. Schauen wir uns mal an. Also hier ist nicht mehr viel zu sehen. Ja, hier ist nicht mehr viel zu holen, Leute. Also Gerold scheint doch noch was Spannendes gesehen zu haben. Also er hat die Plattform gefunden. Guck mal, hier ist auf jeden Fall eine Schiene am Boden. Links und rechts übrigens. aber sehr breite Schiene, ne? Mhm. Sehr, sehr breite Schiene. Spannend. Schild. Achso, okay. Sieht aus Was ist das? hier aus. Also Keine Ahnung, V2-Ring. Weiß man nicht, ne? Ja. Spannend. Fürs Wohnzimmer. Ja. Musst du mitnehmen. Sagt der Papa bestimmt, ja, gute Idee. Nimmst du mit, ne? Sollen wir mal gucken? Müllhalde, oder? So, hier ist auf jeden Fall Gestänge. Schaut mal hier. Für Druckluft vielleicht. Treibstoff, I don't know. Hier haben wir einen Radiator, sprich eine Heizung. Und eine Stahlarmierung. Eine Fliese oder ein Backstein ist das. Ja, ist auf jeden Fall gut gesprengt. Könnte eventuell eine Fahrzeughalle gewesen sein. Ne? Da war Kabel drin. Kabelummantelung. Richtig fett, ne? Ja, Gerold ruft. Ich komme! Ich komme! So, ich zeige euch mal wieder, was es hier gibt. Es war ein Prüfstand, sagt er gerade. Okay, schaut mal hier. Scheint Kupfer zu sein. Prüfstand 4, sagt er gerade. Oh. Oh, da vorne sind Eisenbahnschwellen. Und eine alte Colaflasche. Oder zumindest eine Flasche von damals. Was ist da? Zeig mal. Ja. Alter, aber was für einer.
Hier hat es richtig gescheppert, Leute. Der hat gesessen, oder? Habt ihr mal einen Größenvergleich? Ja. Oh, da ist ein richtiger Metallträger, ne? Mhm, der ist richtig geflogen. Der Kopf von der Fahrzeug. Die Aggregate waren doch auf zur Ja, Vorrichtung. das wird wahrscheinlich die Vorrichtung gewesen sein. Und da ist hinten ist ein Fuchs. Der Fuchs ist leider verletzt. Die sind schon vor. Komm, da gehen wir mal hin. Wenn wir schon hier sind, gucken wir uns. Boah. So. Schaut euch das mal an. Es könnte wirklich die Vorrichtung gewesen sein, wo das Aggregat eingespannt war. Was ist das? Ist das gleiche wieder, ne? Das ist ein bisschen stabiler. Ja? Mhm, das ist wirklich stabiler. Das sieht ja komisch aus. Und hier, alles doch voll. Bahnschwellen. Das ist ja spannend. Spinne, Spinne. Riesenspinne! Ja. Bunkereingang. Hier ist ein Bahngleis. Boah, geh da mal rein. Hindernisparcours. Mhm. Der hat seine Dienstpistole genommen. Wahrscheinlich ein Hindernisparcours, Leute. Dann war die Stimmung nach dem Schießen, wo alle Melodie, dass sich der kommt irgendwas raus. Also da könnte jetzt tatsächlich irgendwas drunter sein, obwohl das ein bisschen schmal ist, was da was drunter sein könnte. Und hier Stromanschluss, Fernsprechverbindung und sowas. Ja. Ach, die Spinne. Lass ich, ob sie drauf kriegt. Da ist sie. So, wir sind jetzt direkt am Prüfstand 1. Und interessant, das war mir damals gar nicht so bewusst. Die haben wirklich alle Prüfstände hier gesprengt. Hier ist der gesamte Wald voller Beton. Und schon interessant, ne? Als ob man die Anlage verschwinden lassen wollte. Und alles voller Wildschweine. Ich zeige euch das mal. Ja. Und da ist ein ganz großes. Lies mal vor. So Leute, so sieht ein Prüfstand aus. Da war das Gebäude. Da wurde die Rakete dann rausgefahren, hier in den Prüfstand. Und so sieht das dann nach der Bombardierung aus. Also tatsächlich Erdwelle fast vollständig eingeebnet, das Gebäude entdacht. Und so sieht das hier aus. Wir sind jetzt ungefähr hier bei 20, müssten wir sein. Ja, genau, da sind wir. Ja. Und so groß war damals die Heeresversuchsanstalt. Hier sind runde Wälle, hier seht ihr das. Gibt es mehrere verschiedene, die habe ich alle noch nicht gesehen. Und hier waren die Prüfstellen halt anders. Und die hier sind noch nicht mal eingezeichnet in die offizielle Karte. So, der Prüfstand 7 war der wichtigste Prüfstand zur Raketenerprobung in Peenemünde. Er war 1942 fertiggestellt unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus früheren Raketenstarts auf der Greifswalder Eu. Da müssen wir auch noch mal hin. Der Prüfstand diente zu Bodentests des Gesamtsystems der A4-Rakete und zum Start für Flugerprobung. Vielleicht Wasserfall? War aber schon für zukünftige größere Geräte der sogenannten Amerika-Rakete ausgelegt. Also es war hier der größte Teststand. Am 3. Oktober 1942 startete erstmals eine A4 erfolgreich und gelang mit einer Flughöhe von 84,5 Kilometer an den Rand des Weltalls.
Die letzte A4 wurde hier am 20.02.45 in Peenemünde am Prüfstand 7 gestartet. Insgesamt wurden 294 A4 verschossen, davon 165 am Prüfstand 7. Seine Konstruktion diente als Vorbild für nachfolgende Raketenstartplätze. So, und das ist der Rest vom Prüfstand. Ihr habt gesehen, das war komplett eingeebnet. Hier ist also nicht mehr viel zu holen und die Natur holt es sich komplett zurück. So, und hier seht ihr die Schienenanlage. Auf dieser Schiene wurde die Rakete oder die Raketen dann hier in den Wall reingebracht und der Wall diente dafür, dass die Raketendämpfe, Abgase nicht einfach überall hingingen, sondern dass sie gedämpft wurden. Das ist schon bemerkenswert. Hier ist halt alles voller Bodenrelikte noch und relativ wenig Sondler waren hier. Schau mal hier. Irgendein Scharnier. Jetzt befinden wir uns mitten im Prüfstand 7 oder das, was davon noch über ist. Ja, hier ist alles bombardiert worden und wurde natürlich auch nicht mehr aufgebaut. Das ist das Kühlbecken, also Wasserbecken. Und hier war das Gebäude, hier stand das Gebäude. Schon spannend, oder? Auch wenn es nur noch irgendwelche Relikte sind. So, und da sind die gerade rein. Das ist der Erdwall. Wir waren ja gerade an dieser Montagehalle. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hoch. Mal gucken, was wir da noch so entdecken. Auch hier Granateinschlag oder Raketeneinschlag, Bombenkrater. Boah, ja, ich habe ein Relikt der Neuzeit hier, Spinnen. Boah, voll durch. So, auch ordentlich zerdeppert. Und da vorne müsste, wenn ich mich richtig erinnere, noch ein Bunker sein. Da habe ich... So, damit habe ich mich mit Emily hier in dem Bunker versteckt, als die Führung war. Dann haben wir genau hier drin gesessen. Komplett aufgerissen, ne? Warte. So, jetzt gibt es erstmal einen Wurst, Leute. Bros unter sich teilen sich immer die Wurst. So, dankeschön. Das war der Tunnel, ne? Der begehbare Tunnel. Mhm. Aber meinst du, das war der Löschteich? Das war der Kühlteich, ne? Ja, Löschkühlwasser, ne? Mhm. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir an einem sehr, sehr geschichtsträchtigen Ort. Und zwar 13 befinden wir... begehbare Tunnel. ist ein... So, meine Freunde, also was möchte ich euch zeigen, beziehungsweise was möchte ich euch nicht zeigen? Ich habe mir das hier heute in einer wilden Aktion nachgezeichnet und hat ungefähr 4 Stunden gedauert. Ich hoffe, ihr schätzt diese Arbeit, die ich mir gemacht habe. Und ich möchte anhand dieser Skizze, dieser schematischen Skizze natürlich zeigen,
wie hat das damals funktioniert und warum war dieser Teststand, dieser Prüfstand Nummer 7 nicht einfach nur ein Betonklotz mit einem Erdwall drumherum? Nein, es war viel, viel mehr. Und zwar besteht so ein Prüfstand aus mehreren Teilen. Das wichtigste oder eins der wichtigsten Teile ist natürlich hier der Erdwall. Der war ungefähr 12 Meter hoch. Und warum war der da? Stellt euch vor, so eine Rakete explodiert beim Start oder es fallen Trümmer zurück. Dann sollte natürlich die Explosionskraft hier innen bleiben und nicht komplett das ganze Lager dann auch verwüsten. Und deswegen gab es hier diesen Wall, der ungefähr 12 Meter hoch war. Wir finden hier die Beobachtungs- und Befehlszentrale. Das war der Ort zur Überwachung und Steuerung der Tests und der Abläufe. Bedeutet, hier hat man die Raketenstarts sich angeschaut und geguckt, ob das alles auch so gut funktioniert hat. Die Menschen, die hier gearbeitet haben, die hatten einen unterirdischen Tunnel zum Einbringen der technischen Geräte. Der ging dann hier tatsächlich auch durch den Erdwall durch. Und dann haben wir hier die sogenannte Abgasschurre. Hier müsst ihr euch vorstellen, stand die Rakete und der Abgasstrahl ging so in 4 und 4 Reihen und in 5 gab es ein wassergekühltes Rohrsystem. Ihr könnt euch vorstellen, das ist mehrere hundert, teilweise 1000 Grad heiß, diese Abgase, die aus dem Raketentriebwerk rauskommen. Und wenn man die jetzt irgendwo auf ein Betonteil etc. draufhalten würde, dann würde das irgendwann kaputt gehen. Deswegen wurde das halt entsprechend wassergekühlt und die Kühlwasserspeicher, die findet hier in 6 und das ist alles miteinander verbunden, sodass das hier alles entsprechend gekühlt wurde bei den Starts. Dann haben wir eine Halle mit Pumpen und Kühlflüssigkeiten, das ist hier oben und daneben haben wir die elektrische Umspannstation. Es ist natürlich wichtig, diese ganze Technik, die brauchte natürlich Strom und die wurde hier in dieser Umspannstation dann halt runter reduziert. Also Starkstrom kam an und dann hatte man hier entsprechend Normalstrom. Der 9 ist der Starttisch für die A4-Rakete, sprich für die V2. Und die 10 sind die Kameras. Es wurde natürlich alles aufgezeichnet von Erfolgen, aber auch von Misserfolgen. Und damit konnte man natürlich die Rakete dann auch viel, viel besser optimieren. Genau, das hier kennt ihr sicherlich auch von den modernen Starts. So eine Rakete musste natürlich betankt werden. Heutzutage gehen vielleicht auch Menschen an Bord. Deswegen gab es hier diesen mobilen Arbeitsbühne. Auch für Versuchsvorbereitung wurde der genutzt und den konnte man dann zur Rakete fahren und natürlich auch, wenn sie startete, wieder zurück. Und hier ist das Stickstofflager für verschiedene technische Prozesse. So, und wo wurde die Rakete letztendlich zusammengebaut? Das war hier unten. Hier wurde das Material und die Rakete, die Einzelteile angeliefert und wurde dann hier in dieser Montagehalle zusammengebaut. Hier gab es nochmal einen Prüfraum, wo man dann nochmal die Ruder etc. getestet hatte. Hier in einer anderen Höhe das Ganze nochmal. Und dann ging das hier weiter auf 17 über diesen Weg und konnte dann hier auf die 3 verschiedenen Startstellungen gebracht werden. Es gab 3 verschiedene. Und sobald man dann fertig war, konnte die Rakete hier abgeschossen werden. Ich werde auch gleich noch mal was zu den Tests sagen. Wir haben hier unten noch mal einen Kalibrierungsprüfstand für das Gesamtgerät. Da konnte noch mal die Feinjustierung durchgeführt und überprüft werden. Hier unten haben wir Stickstofflager und Büros. Und last but not least hier Methanolspeicher. Das war der Treibstoff und oder das Kühlmittel, je nachdem, was da gerade so vorhanden war. Genau, ich glaube, die 14 habe ich gerade noch übersehen. Hier die 14 haben wir mit den Gleichstromgeneratoren und Batterien. Und damit hatte man einen kompletten Prüfstand 7. So Leute, und jetzt genau an der Stelle, wo der Stein ist damals die erste Rakete, eine deutsche Rakete, ins Weltall geflogen, knapp 85 Kilometer hoch, hat das Weltraum geküsst oder Weltall geküsst und ist dann wieder zurück. Und da, Leute, kennen viele wahrscheinlich, der Hydrant und da, Leute, Abschussstelle A4 Raketen. Hier standen sie damals. Da steht nur Abschussstelle für A4-Rakete. Das war's. Da steht hier nicht.
So krass. So krass. Und da ist dieser Erdwall überall. Und hier, von hier aus starteten die Raketen damals. Schon bemerkenswert. Also ich war jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal hier und jedes Mal ein besonderer Moment, wenn man hier ist. Mega, oder? Und das Wetter ist super, hat der Mackie gerade auch gesagt. Richtig gut. So Leute, also Halbzeit ungefähr von unserer Deutschlandtour. Gestern haben wir Insel Rügen gemacht, heute Insel Usedom. Und wenn wir hier fertig sind, dann werden wir Richtung Berlin fahren und werden da auch noch richtig gute Sachen sehen und zeigen. Und dann geht es weiter ins Jonastal, auch nochmal auf den Spuren der Atomwaffen. Und das wird schon gut, das wird schon richtig gut. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mal gerne einen Kommentar da. So. Ja. Und hier nochmal die Wasserbecken. Und jetzt gehen wir nochmal runter und machen ein paar Fotos vor der Stein. Also das ist auf jeden Fall was Dickes gewesen, was hier abgeschnitten wurde. Mhm. Ne? Guck mal, hier ist ein Ölpilz. Oh ja. Jetzt sind wir genau in dem Testgelände. Da vorne ist der Gedenkstein und hier ist der Erdwall. Und hier gehen wir jetzt hoch. Hier haben wir noch irgendein Gebilde. Und hier auch. Ah, das ist schon aufregend, was es damals schon für Techniken gab, Leute. Ich bin ehrlich. So, total spannend, Leute. Es gab hier in den inneren und den äußeren Gürtel und da wäre hier abgetrennt durch einen Stromzaun. Ungefähr diese Geräusche hat er gemacht. Schaut euch das mal an. Das ist schon enorm. Und eigentlich könnten hier sogar noch hier Minen im Boden liegen. Das wollen wir gar nicht ausprobieren, oder? Russische Munitionskiste.